Moin, heute wollte ich euch mal zeigen, wie Gleise im Wunderland gelegt werden, was es für Schwierigkeiten gibt, wo man darauf achten muss, was die Unterschiede sind zwischen den einzelnen Gleisen. Nun haben wir ja 23 Jahre schon Erfahrung gesammelt, wo halt die meisten Schwierigkeiten bei auftreten und wie man die zu Hause dann auch umsetzen kann, diese Kniffe, die ich euch dann hier mal zeigen werde und vor allen Dingen, worauf man am meisten achten muss. Ja, wie fängt man jetzt an, den Gleisbau sinnvoll zu gestalten, beziehungsweise wie fängt man überhaupt an, so eine Anlage überhaupt zu bauen? Also wenn man die Gleistrasse schon als solches hat und den Gleisplan, den ihr euch dann selber erstellt, sei es Computer oder per Hand, ist das immer hilfreich, wenn man vorher schon weiß, wo man was machen will. So, nun fange ich aber an, mir einen Gleisplan auszudrucken und gucke, wo habe ich eine Weichenstraße. Und die Weichenstraße ist für mich im sichtbaren Bereich immer der Knotenpunkt als solches schlechthin. Und die Weichenstraßen sind natürlich dann nachher auch nicht verrückbar. Das heißt, eine Weichenstraße muss ja an einer Ort und Stelle auch gezeichnet werden im Plan. Und die muss dann auch genau an der Stelle sein. Ob das jetzt 1-2 Zentimeter nach links oder rechts ist, das steht auf dem anderen Blatt. Aber an der Stelle muss die ungefähr hin. Und wenn man die erstmal drin hat, und das funktioniert auch alles, dass man sich das mal Ganze anguckt, schalten die Weichen sauber, ist der Antrieb sauber drin, funktioniert das, dann fängt man an, diese Fahrstraße bzw. die Gleise danach zu legen. So, ich habe jetzt hier schon mal einen Teil einer Trasse liegen. Da ist, wie man sieht, weder Kork noch sonst irgendwas drauf. Das wäre jetzt so eine typische Trasse für den sichtbaren Bereich mit der Bettung drunter. Ziehen wir hier mal so eine Bettung raus. Das ist jetzt so eine typische Bettung, wie man sie auch zu kaufen bekommt. 1 Meter lang, das Gleis ist ungefähr 90. Und dann kann man das Gleis in diese Bettung reindrücken. Und man muss gucken, dass die Schwellen genau reinpassen. So, und dann hat man das Gleis schon mal in der Bettung drin. Und das sieht doch schon mal aus wie so ein Gleiskörper, ne? Also wie so eine richtig schöne Bahn, wie es im Original draußen auch aussieht. Schön mit abgeschrägten Bahndamm. Kann man sich da viele Sachen selber zum Selbstschottern ersparen. Ich arbeite da sehr gerne mit, weil es lässt sich sauber verarbeiten. Und man kann, jetzt kommt der Clou an der ganzen Geschichte, man kann dieses Gleis auch mit Bettung biegen. Nur beim Biegen dieser Bettung muss man aufpassen, dass man wirklich einen festen Untergrund hat, sonst macht's außen nachher Knack, wo man den äußeren Radius hat. So, und wenn das außen geknackt hat, dann ist die Bettung eigentlich kaputt und man kann sie nicht mehr benutzen. Dann würde ich zum Beispiel eine neue Bettung nehmen und das dann nochmal biegen, dass da kein Riss drin ist, weil jeder Riss, der drin ist, macht automatisch auch ein Knick im Gleis drin. Das heißt, man kriegt den Bogen nachher nicht sauber hin. Jetzt will ich euch das mal zeigen, wie man das macht. Ich fange jetzt im Prinzip auf einer Seite vom Gleis an und fange an, dieses Gleis so ein bisschen innen drin zu stauchen und pass auf, dass es außen im äußeren Radius nicht diesen Knack macht, also nicht reißt. Und das mache ich jetzt auf den ganzen Gleislänge. Und jetzt kann man sehen, dass man das Gleis schön biegen kann. Und dann hat man einen astreinen, runden Gleiskörper sozusagen. Und das kann man dann nachher festmachen. Und dann hat man im Prinzip schon mal ein Gleis gebogen. Und das nächste Gleis, das macht man genau wieder so, wenn man das parallel macht. Biegt das genau wieder so und dann hat man seine Standardabstandshalter. Und dann setzt man das erste Gleis rein und das zweite setzt man genau daneben und nagelt das genau oder schraubt es dann genau wieder so fest. Und dann hat man eine Gleisbahn oder einen Bahndamm mit 2 Gleise parallel. Allerdings muss man dann natürlich beim ersten Gleis, was nach der Weiche kommt, erstmal eine Stromeinspeisung machen. Und wie man das macht, das kann ich euch dann auch mal zeigen. So, bei der Einspeisung bei den Gleisen ist natürlich darauf zu achten, dass man nachher keinen Kurzschluss reinbaut. Das ist beim Märklin-Gleis ganz schnell gemacht, denn er braucht von der Litze nur eine kleine Ader Richtung Schiene irgendwie gehen. Und das will man nachher nicht. Und dann hast du nämlich einen Kurzschluss drin. Und den zu finden, das ist eine riesen Herausforderung. So, bei der Stromeinspeisung ist es natürlich auch darauf zu achten, dass man gleichmäßig diese Stromeinspeisung in die Gleise reinbekommt. Wenn man jetzt zum Beispiel anfängt mit einem Standard bzw. mit so einem Startpaket, da hat man natürlich eine Einspeisung drin. Das reicht natürlich für diesen Startkreis. Wenn man aber eine größere Anlage baut, da sollte man dann schon anfangen, ein paar Einspeisungen mehr reinzubauen. Auch wenn das manchmal für den einen oder anderen vielleicht ein bisschen komplizierter ist. Wenn die Anlage größer wird, braucht man natürlich auch mehr Gleise, ganz klar. Und wenn man jetzt nur an einer Anlage vorne, wo man steht meistens, dann eine Einspeisung reinmacht, macht dann den Kreis hinten zu und macht dann auf diesen Stromkreis, denkt man, ach, eine Einspeisung reicht. Ja, die reicht eben nicht. Und das merkt der ein oder andere. Hat das vielleicht zu Hause schon mal gehabt? Wenn man dann losfährt
wird die Lok auf einmal am hinteren Bereich der Anlage immer langsamer. Und das hat damit einfach zu tun, dass der Widerstandswert von den Schienenverbindern immer höher wird. Das heißt, die Schienenverbinder sind ja nur zusammengesteckt, da ist ja nichts gelötet. Da ist immer ein bisschen Luft und Spiel drin. Das hat damit zu tun, dass halt der Widerstandswert dann höher wird und der Strom dann etwas weniger wird. Da ist dann Öl, Fett oder sogar Flugrost schon drin. Ja, und um das zu verhindern, deswegen bauen wir hier im Wunderland, jedes dritte Flexgleis kriegt dann eine Einspeisung. Das heißt, das erste Gleis hat eine Einspeisung, das zweite nicht und das dritte hat dann wieder eine. Und so machen wir das auch beim Zweileitergleis. Also das ist nicht bloß beim Märklin, sondern beim Zweileiter auch. Nur beim Zweileitergleis kann man zum Beispiel ein Gleis noch mehr mit reinmachen, bevor man eine Einspeisung macht, weil das Gleis A filigraner ist und B ein anderes Material. Beim Märklin-Gleis ist es ein Stahlgleis, beim Zweileitergleis ist es ein Neusilbergleis und Neusilber leitet den Strom viel besser. So, und das Problem, was bei uns in der Anlage ist, wenn man da eine längere Stromeinspeisung hat und man hat vorne auch das Digitalsystem und man sagt der Lok, fahr mal los. Das macht die auch. Nach einer bestimmten Zeit, bei den 10 Metern, kannst du der Lok aber erzählen, was du willst vorne. Das erfährt die hinten nicht mehr. Das heißt, wenn man mehr Einspeisungen hat, ist das Digitalsystem gerade für das Märklin-Gleis natürlich viel besser zu bedienen, dass dann auch die Daten auch an der Lok ankommen. Jetzt will ich euch mal zeigen, wie man Märklin-Gleise so lötet, dass es im Dauerbetrieb auch funktioniert und worauf man halt achten muss. Nur meine schlaue Brille aufsetzen. So, das wäre jetzt zum Beispiel ein Gleis, wenn man also mit Bettung arbeitet. Da muss man die Kabel ja direkt stumpf anlöten unten drunter und den Mittelleiter natürlich nicht zu vergessen. Deswegen habe ich das jetzt mal freigedremelt, habe das hier weggeschnitten, dass ich hier genug Fläche habe zum Löten für die Zinnperle zum draufsetzen. Und man braucht einen Spezialzinn vom Märklin-Gleis. Sonst kann man das Märklin-Gleis nicht löten, weil das ist wie gesagt ein Stahlgleis und da muss man richtig Temperatur reinbringen. Und ich habe hier einen Lötkolben und eine Lötspitze, die kann mindestens 450 Grad. Unter dem braucht man das nicht anfangen. Und bei dem Lötzinn ist halt ein Spezialflussmittel drin, dass das Stahl oder diese Legierung auch angreift, damit ich das auch nachher festlöten kann. So, da wir jetzt drei Lützen brauchen, das ist zweimal schwarz fürs Gleis und einmal eine rote für den Mittelleiter. So, den Mittelleiter, das schneide ich etwas länger ab, so 5-6 mm. Und bei dem Kabel für die Masseleitung reichen im Prinzip so zwischen 2 und 3 mm. Das ist vollkommen ausreichend. So, jetzt gibt es einen kleinen Trick. Jetzt löte ich natürlich das nicht so flach an, sondern ich nehme mit dem Seitenschneider vorsichtig und biege das einmal hoch, dass ich wie so einen rechten Winkel habe. Und das löte ich jetzt auf den Mittelleiter drauf. So, jetzt verzinne ich erstmal die Stellen, die ich hier freigedremelt habe. Da ist immer ein bisschen Geduld gefragt, weil das dauert ein bisschen, weil dieses Stahlgleis ja erstmal heiß werden muss. So, jetzt nehme ich dieses Drähtchen und löte das direkt senkrecht drauf. Mache dann noch mal eine Reißprobe, ob es wirklich fest ist. Und dann kann man das Kabel in der Mitte draufsetzen. So, und dann hätten wir die Einspeisung schon mal fertig. So, da muss man bloß beim Mittelleiter muss man nur darauf achten, dass man nicht zu lange drauf hält mit dem Lötkolben, weil sonst fängt nämlich die Schwelle an, sich zu verformen. Das kann man nicht verhindern. Durch die Hitze halt, durch die 450 Grad. Jetzt kann man zum Beispiel das Kabel hier reinstecken. Muss man bloß gucken, wo das alles hin muss. Muss man einmal draufhalten, dass man das ungefähr einmal hat. Aber so kommt das hin. Und dann setzt man das andere auch noch hier rein. Und dann kann man das Ganze hier reinstecken und man sieht von der Einspeisung gar nichts. So, das wäre jetzt aber mal eine, wo ich das Kabel einfach in die Mitte reinlöte. Bei einer Kurve ist das ein bisschen anders. Wenn man eine Kurve baut, muss man das Gleis biegen, leicht annageln, also anheften. Dann mit einem schwarzen Edding einfach zwischen den Schwellen, da wo ich das jetzt im Prinzip festgelötet habe, einfach hier oben drauf, wo diese Öffnung ist, die ich jetzt ja hier schon fertig habe, mit dem Edding einen Strich drauf, das diagonal dazu zur anderen Seite. Und damit man das hinterher dann auch wiederfindet, mache ich noch diese Niederhalter hier vom Gleis, die mache ich auch noch schwarz. Und selbst wenn das Gleis jetzt verschieben würde,
würde man diese Stelle immer wieder finden, wo man dann später die Einspeisung macht. So, der nächste Schritt wäre jetzt, wenn jetzt ein Gleis geändert werden muss von der Länge, muss man das ja irgendwie kürzen. Das zeige ich euch jetzt mal, wie das geht. Ist eigentlich kein großer Zauber. Man hat an der Schwelle immer irgendwo eine Arretierung, wo später mal ein Nagel rein muss. Und da lässt man eine Schwelle weiter stehen. Warum, das erzähle ich gleich. Und dann schneidet man das Gleis einmal ab. So, jetzt habe ich das Gleis abgeschnitten. Und hier unten muss der Mittelleiter bündig sein. Das heißt, ich muss den auch noch mal kürzen. Jetzt kommt Trick 17. Jetzt dremle ich das hier leicht an. Warum, das erkläre ich gleich. Und da sieht man auch sehr schön, wie der Nagel, wo das Loch ist für den Nagel. Das spielt jetzt aber erstmal keine Rolle. So, jetzt nächste Problem ist, ich habe das ja jetzt abgedremelt. Da ist aber gar keine Tasche für den Schienenverbinder dran. Wie mache ich das? Nächste Möglichkeit, man schiebt vorsichtig das Flexgleis nach außen. Und ich dremle mit dem Dremel diesen Widerhalter weg. Und habe jetzt eine Vertiefung in der Schwelle. So, jetzt muss ich das wieder zurückschieben hier. Jetzt gibt es von Märklin hier diese Klammer. Die bitte nicht nur drunter legen, sondern anlöten. Ist immer die beste Variante, beziehungsweise immer die beste Stromübergabe. Das kann man auch nur auf einer Seite machen. Ich mache es auf beiden Seiten immer. So, jetzt hat man wieder ein vollwertiges Gleis. Was jetzt noch fehlt, sind die Schienenverbinder natürlich. Und da muss man immer gucken, auf der einen Seite hat man auf dem Gleis einen Schienenverbinder, also muss auf der Seite das hier rein. So, und dann sitzt das nachher exakt so, wie es im Original ist und man hat wieder eine vollwertige Verbindung zum nächsten Gleis. Wenn man natürlich jetzt hier eine Trennung haben will, weil Stromkreistrennung ist, dann braucht man diese Dinger natürlich nicht drunter machen, klar. Dann legt man das einfach nur stupide rein, Schienenverbinder dran, Taschen aushöhlen, was ich auch gerade gemacht habe. Und dann kann man das nächste Gleis dran stecken und schon hat man eine Stromkreistrennung oder Kontakttrennung oder was auch immer. So, jetzt zeige ich euch mal, wie das funktioniert, wenn man das auf Kork baut. Warum machen wir das mit Kork? Ganz einfach, weil es die beste Variante und die preiswerteste Variante ist, im nicht sichtbaren Bereich, also im Schattenbereich, Gleise zu verlegen, um eine sogenannte Dämmung hinzubekommen. Dann könnte der eine oder andere sagen, gut, okay, ihr nagelt das ja alles, dann hat man ja die Dämmung auch wieder weg. Aber nein, das ist tatsächlich nicht so, weil wir am Fuß, am Boden unten nochmal eine Korkplatte drunter machen. Damit hast du das Ganze wieder aufgehoben. Also man hat natürlich ein leichtes Laufgeräusch, das will man ja auch irgendwo haben. Aber wie gesagt, beim Kork ist es halt besser oder einfacher, nachher die Gleise zu verlegen. Dann macht man sich einfach einen Strich, wo man dann anlegt. Und dann hat man das erste Gleis auf der Stelle. Dann baut man das komplett fertig, was man hat im nicht sichtbaren Bereich. Und dann kann man anfangen, wo will ich jetzt Einspeisungen setzen, wo kommen Kontakte hin. So, zur Einspeisung ist Folgendes zu sagen. Ich muss da jetzt diesmal nicht wieder irgendwas unten drunter vorbereiten, sondern ich löte das einfach stupide hier an der Seite an. Und das zeige ich euch jetzt. So, das heißt, ich muss auch wieder gucken, wo diese Öffnung von diesem Flexgleis ist. Und da löte ich das jetzt einfach mal an die Seite an und setze da 2 Zinnperlen. So, das ist das. Wieder so 2 bis 3 mm abisolieren und auch wieder verzinnen. Und jetzt kann man das direkt auch wieder parallel dort dran bauen oder anlöten. Ganz wichtig, bevor man lötet, muss man das immer die Lötspitze sauber machen. Das sollte man nicht nach dem Löten machen, weil dann die Lötspitze verbrennt. So, jetzt kann man das hier schon mal sehen. Die Kabel sind links und rechts angelötet und man muss immer gucken, dass man die Fläche oben so frei hat, dass man auch mit dem Reinigungspad oben drauf fährt. Nicht, dass das nachher irgendwie so ein Huckel macht hier, dann wird es natürlich nichts, wenn das so hoch ist, sonst würde der Zug ja da hängen bleiben. Und deswegen kann man das immer noch ein bisschen runterdrücken nachher. Das macht das Kabel ja oder die Litze mit. So, jetzt, wie geht der Mittelleiter dran? Dann gibt es wieder den nächsten Trick. Da schneide ich mir einfach, hier haben wir ja den Mittelleiter, links und rechts davon die Schwelle. Ob man das jetzt links oder rechts macht von dem Mittelleiter, das ist vollkommen egal. Wie gesagt, beim Mittelleiter löten immer vorsichtig sein, damit man den Mittelleiter nicht zu groß deformiert. Aber der lässt sich relativ schnell löten. So, hier gibt es auch wieder den Trick, rechten Winkel und dann hat man das Kabel im Prinzip fest.
und das stört auch nicht im Mittelleiter. Und das ist ganz wichtig, dass man da nicht zu groß also eine Zinnperle draufsetzt, sonst ist es nämlich höher als der Mittelleiter und der Schleifer würde hängen bleiben. Also Kabel muss man ja immer nach unten wegbringen, das ist ganz klar. Deswegen kann man beim Verlegen der Gleise auf Kork nachträglich, nachdem man die Gleise draufgenagelt hat, die Löcher bohren. Das mache ich immer so 3 bis 5 Millimeter von der Schwelle weg, damit man noch mal so einen kleinen Bogen bekommt, um das Draht oder die Litze von unten noch mal so ein bisschen mit Schwung zu ziehen, dass die wirklich nach unten weggedrückt wird. Gebohrt werden muss eigentlich immer. Bei der Bettung ist es natürlich so, dass man vorher schon festlegen muss, wo die Bohrung rein muss, damit man es auch festlöten kann, damit das auch mit den Schwellen nachher funktioniert in der Bettung. Auf dem Kork muss man nur darauf achten, wie man das Ganze nagelt. Das heißt, es gibt dort Arretierungen, wo die Löcher sind für die Nägel. Jetzt muss man natürlich nicht in jede Arretierung so einen Nagel reinsetzen. Ich setze nie Nägel mit dem Finger in das Gleis, weil da macht man sich nach, was weiß ich, 2, 3 Meter die Finger kaputt. Und die Nägel sind unten auch nicht immer sauber. Das kommt halt vom Stanzen. Ich habe einen Seitenschneider, der ist schon 20 Jahre alt und ist aber an der Schneide stumpf gemacht worden. Da habe ich mit dem Dremel mal kurz drüber gezogen, dass das nicht so eine Kante hat. Dann braucht ihr auch nicht so viel Druck ausüben, um den Nagel festzuhalten. Und dann drückt man das einfach in diese Arretierung rein. Zack. Ich nagle alle 6 cm einen Nagel rein. Man kann auch größere Abstände zu Hause nehmen. Also das ist absolut kein Problem. Warum wir das machen, das hat einen Grund. Weil bei uns ist die Anlage riesig und das Holz ist am Arbeiten. Wie ich immer so schön zu sagen pflege, das Einzige, was hier im Wunderland immer arbeitet, ist das Holz. So, und dann nagelt man das einfach fest. Und zwar bis Oberkante Schwelle erstmal. Oder Schiene besser gesagt. Damit die Nägel aber nachher nicht im Schleifer hängen, macht man dann mit einem solchen Dorn, nagelt man die bis auf die Schwelle runter. Und dann sieht man, dass die Nägel schön versenkt sind. Immer schön im Zickzack natürlich. Ja, das ist im Prinzip alles. Und man kriegt diese Nägel auch relativ schnell wieder raus. So, für das Zweileitergleis brauchen wir jetzt natürlich diese Korkplatte nicht. Die nehme ich jetzt mal weg. Bei Kork ist ja das genauso beim Gleis verlegen, beim Zweileiter wie bei Märklin auch. Nur, dass man halt nur 2 Kabel hat und da hat man nur links und rechts von der Schiene das dann weg. Man arretiert sich die oder zeichnet sich das auch an links und rechts, wo man dann die Einspeisung macht. Deswegen will ich da jetzt nicht näher drauf eingehen, aber ich will euch das mal zeigen, wie das geht mit der Bettung von Rocco. Das ist ja dieselbe Bettung von demselben Hersteller, wird hier auch reingedrückt. Das Ganze kann ich auch biegen. Genauso wie bei Märklin auch, wie ich das gezeigt hatte. Selbes Spiel wie bei Märklin auch. Aufpassen, dass es außen nicht reißt. Biegt man sich das einfach hin, wie man will. Und dann kann man das Ganze auch biegen. Das ist dasselbe Spiel wie bei dem anderen Gleis. Jetzt macht man sich eine Kennzeichnung im sichtbaren Bereich, wo man die Lötstelle hinhaben möchte. Auch wieder aufpassen, Flexgleis hat unten immer eine Öffnung. Macht man hier irgendwie wieder einen Strich drauf, wieder diagonal. Es ist im Prinzip dasselbe Spiel wie beim Märklin-Gleis auch. Dann kann man mit einem ganz spitzen Schraubendreher einmal durchdrücken. Dann kann man das auf dem Holz einmal rauf, wo man dann draufnageln will. Also da, wo man das einmal festgemacht hat. Dann hat man hier unten 2 solche Dinger vom Schraubendreher. Dann macht man einfach 2 so eine Kreise. Bei Märklin wäre jetzt ein Kreis mehr, weil das der Mittelleiter ist. So, und jetzt lötet man im Prinzip das Ganze. Und zwar da, wo man das angezeichnet hat. So, dafür braucht man jetzt aber nicht diese Spezialzinn und man braucht auch nicht mehr diese Wahnsinnshitze, sondern das reicht aus, wenn man so 380 Grad hat. Also einen ganz normalen Lötkolben. Weil das ganz normales Zinn ist, das ist so ein 60er Zinn und das lässt sich auch relativ schnell verlöten. Das heißt, man setzt hier auch wieder die beiden Lötpunkte. Dann muss man jetzt aber beim Zweileiter muss man aufpassen, da man ja nur eine rote und eine schwarze Leitung hat, wo man im Gleisbild welche Leitung anlöten muss. Das heißt, man schneidet hier wieder 2 bis 3 mm ab, verdrillt das ein bisschen. Und jetzt muss man halt im Gleisplan genau gucken, wo hat man Plus und Minus. So, dann macht man das auch wieder mit der Bettung. Muss man dann mal gucken ins Licht, wo das ist, wo man da mit dem Schraubendreher drin war. So, und dann kann man hier jetzt die Löcher reinbohren und versenkt einfach die beiden Drähte dort unten rein. Und dann ist man auch wieder im Bereich dessen.
Jetzt noch mal zum Nageln des Gleises vom Zweileiter. Da kann man hier hinten sehr schön sehen, dass hier überall so dunkle Stellen sind. Das sind eigentlich dieselben Arretierungen für die Nägel. Die müssen gebohrt werden, bohre ich mit 1,1 mm Bohrer auf. Bei Märklin braucht man das nicht, weil das ist vorgesehen, da braucht man es nur durchstecken. Hier ist es nicht so. Und dann kann man das Gleis dann fest nageln und das ist nachher im Prinzip dann alles. Bei einer Trennung ist noch zu sagen, da macht man das anders, wenn man jetzt eine Gleistrennung hat. Da schneide ich im Prinzip gehe ich da folgendermaßen vor. Ich nehme das Flexgleis und schneide hinten 2 Schwellen ab, bevor ich das Ganze löte. Hier mache ich das jetzt mal mit 3. Warum mit 3? Das zeige ich euch gleich. Jetzt ziehe ich die hier raus. Und da gibt es von Rocco sogenannte Flexgleis-Endstücke, nennen die sich. Und die benutze ich nur für Trennungen. Die kann man nämlich schön draufstecken. Und jetzt kommt der Clou an der Geschichte. Bei den Dingern hat man diese Schienenverbindertaschen schon drin. Dafür sind die da. Und dann kann man die Schienenverbinder dort reinstecken. Wenn man jetzt eine Kurve hat, also eine Kurve baut, dann zieht sich ja das eine Gleis, wie kann ich das jetzt mal zeigen? Zieht sich das eine Gleis ja so raus, dass man hier so eine unterschiedlichen Enden hat. Die kann man übrigens so lassen. Jetzt guckt man sich bei der Bettung das nachher so an, dass man das mal reinlegt. Und in der Kurve ist jetzt von Vorteil, dass das Gleis oder beide Gleise genau zwischen den Schwellen enden. Das heißt, ich muss ja jetzt irgendwo diese Schienenverbindertasche, die hier drin ist, muss ich ja jetzt hier irgendwie umsetzen. Das heißt, ich schneide jetzt einfach das hier oben ab. Hier drüben ist es dann versetzt. Und der Vorteil dabei ist, dadurch, dass die Schienenverbinder ja ziemlich starr sind, das heißt, das ist ein Metall, bei denen muss man aufpassen, dass man sich da nicht verletzt. Die sind ziemlich scharfkantig, die Dinger. Deswegen arbeite ich hier nur mit Seitenschneider. Wenn ich jetzt nur eine Verlängerung habe, das heißt, ich setze jetzt das nächste Gleis hier ran und habe dann eine Kurve, dann drehen die Schienenverbinder sich so hin, dass man nicht eine eckige Kurve hat, sage ich jetzt mal, also so eine abgewinkelte, sondern dass das schön im Bogen rumgeht. Dadurch, dass die Schienenverbinder halt links und rechts in der Schiene drin sitzen und die sollten auch ungefähr mittig zu jedem Gleis sein. Ja, und dann kann man das Ganze nachher mit den Schienenverbindern, kann man das dann auch wieder biegen. Und deswegen hat man immer einen schönen, weichen Übergang und man kriegt von den Übergängen in den Kurven fast gar nichts mit. Und so soll das ja auch sein. Wie mache ich eine Schienentrennung? Bei der Schienentrennung ziehe ich jetzt mal die beiden Schienenverbinder wieder raus. Jetzt haben wir eine Schienentrennung. Das heißt, ich muss jetzt 2 Trennverbinder dort reinsetzen. Das heißt, ich trenne das Gleis von dem nächsten Gleis und zwar auf beiden Schienen. Das kann man jetzt so machen oder so. Das heißt, einmal kann ich es entweder nur die schwarze Leitung kann ich trennen oder verbinden mit dem Schienenverbinder und ich trenne nur die roten, weil ich die als Rückmeldung mache. Oder man macht das so wie wir trennen beide. So, und das nächste wäre dann zum Beispiel, wenn das jetzt hier ein Zuganzeiger wäre, würde jetzt hier vorne als nächstes ein sogenannter Notstopp kommen. Der Notstopp ist bei uns immer ungefähr 20 cm lang und da würden auch wieder auf der anderen Seite auch wieder diese Trennung kommen. Und deswegen nutze ich immer diese Flexgleis-Endstücke, um diese Taschen zu haben, denn das kann man hier sehr schön sehen, die passen hier tatsächlich ganz nah rein. Also die quetschen sich selber rein sozusagen. Und wenn man ganz vorsichtig ist, kann man mit dem Hammer einmal, wenn man nur auf Kork arbeitet, das einmal hier kurz draufhauen. Dann sitzen diese Schienenverbinder genau in der Tasche drin und man hat nicht diese Überhöhungen. So, das wäre jetzt zum Gleisbau alles. Was ich noch mal in einer speziellen Folge machen würde, wäre, wie baut man Weichen ein? Weil da gibt es zu viele Hersteller und auch zu viele Sachen, wo man speziell drauf eingehen will. Das würde jetzt den Rahmen sprengen. Deswegen würde ich euch vorschlagen, ihr guckt bei der nächsten Sendung noch mal rein. Dann machen wir das mal mit den Weichen, weil das sehr umfangreich ist. Ansonsten wünsche ich euch alle noch viel Spaß und bis zum nächsten Mal.